Haben Sie sich jemals gefragt, ob sich in Neville Goddards Worten ein Geheimnis verbirgt, das Ihre Manifestation augenblicklich beschleunigen kann? Nun, machen Sie sich bereit, denn in diesem Video werden Sie ein wenig bekanntes Prinzip entdecken, das die Art und Weise, wie Sie Wünsche manifestieren, schneller verändern kann, als Sie es sich je vorstellen konnten. Ich weiß, dass viele von Ihnen sich frustriert gefühlt haben, weil Sie das Gesetz der Anziehung erfolglos ausprobiert haben. Vielleicht haben Sie visualisiert, bekräftigt, Mindmaps erstellt, und dennoch sind die Ergebnisse nicht so eingetreten, wie Sie gehofft hatten. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass das wahre Geheimnis nicht darin liegt, sich mehr anzustrengen, sondern darin, ein Detail zu verstehen, das kaum jemandem bewusst ist? Dies ist ein Wendepunkt auf Ihrer Manifestationsreise. Was ich heute mit Ihnen teilen werde, ist nicht nur eine weitere Technik, sondern der Schlüssel, der Ihnen die Tür zu einer Realität öffnet, in der sich Ihre Wünsche mit überraschender Geschwindigkeit manifestieren. Neville Goddard, einer der größten Meister der Manifestation, hat in seinen Lehren Hinweise hinterlassen. Hinweise, die, wenn sie richtig verstanden werden, die Macht haben, Ihre Fähigkeit, das Leben zu erschaffen, das Sie sich wünschen, völlig zu verändern. Und heute wollen wir dieses Geheimnis gemeinsam lüften. Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Traumjob, die perfekte Beziehung oder den finanziellen Reichtum, den Sie sich immer gewünscht haben, nicht in Monaten oder Jahren, sondern in wenigen Tagen oder Wochen manifestieren. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann machen Sie sich bereit, Ihre Perspektive zu ändern. Was Sie jetzt lernen werden, ist ein Wissen, das nur wenige verstehen, das aber die Macht hat, Ihr Leben zu revolutionieren. Also atmen Sie tief durch. Öffnen Sie Ihren Geist und machen Sie sich bereit für eine transformative Reise. Das Geheimnis, schneller zu manifestieren, liegt in Ihrer Reichweite, und gemeinsam werden wir es jetzt lüften. Die meisten Menschen glauben, dass sie kämpfen müssen, um zu bekommen, was sie wollen. Sie visualisieren intensiv, wiederholen ständig Affirmationen und versuchen ihr Bestes, um positive Gedanken aufrechtzuerhalten. Doch überraschenderweise ist es laut Neville Goddard gerade diese ständige Anstrengung, die Ergebnisse verhindert. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wie oft haben Sie sich dabei ertappt, wie Sie Ihre Muskeln anspannen und die Stirn runzeln, während Sie mit aller Kraft versuchen, sich Ihren Wunsch vorzustellen? Oder vielleicht haben Sie stundenlang Affirmationen wiederholt, als wollten Sie das Universum überzeugen, Ihnen das Gewünschte zu geben. Dieser Kampf, diese Spannung, ist das genaue Gegenteil von dem, was Goddard uns lehrt. Aber warum geschieht das? Warum führt diese intensive Anstrengung dazu, dass wir uns von dem, was wir wollen, entfernen, anstatt uns näher zu bringen? Die Antwort liegt in den einschränkenden Mustern, die wir unbewusst wiederholen. Machen wir eine kurze Übung. Halten Sie einen Moment inne und betrachten Sie Ihre Gedanken. Wiederholen Sie jeden Tag die gleichen Gedanken? Gedanken des Zweifels, der Angst, was, wenn es nicht klappt? Das ist genau der Punkt, an dem die Blockade liegt. Diese sich wiederholenden Gedankenmuster schaffen eine Art mentale Schleife. Es ist, als ob sie in einem Teufelskreis feststecken und immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkehren. Und wissen Sie, was das Interessanteste daran ist? Je mehr Sie versuchen, aus diesem Kreislauf durch Anstrengung auszubrechen, desto fester stecken Sie darin fest. Goddard lehrt uns, dass wahre Manifestation nicht durch äußere Anstrengung entsteht, sondern durch einen inneren Zustand des Seins. Es ist, als würden Sie durch Ihr ständiges Streben dem Universum sagen, das habe ich noch nicht, deshalb muss ich mich so anstrengen. Und das Universum, der perfekte Spiegel, der es ist, reflektiert diese Realität des Mangels einfach zurück. Was können Sie also tun? Wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Wie kommen wir aus dieser Schleife einschränkender Gedanken heraus und in einen Zustand der effektiven Manifestation? Die Antwort liegt in einem grundlegenden Prinzip von Goddards Lehren, einem Prinzip, über das viele lesen, das aber nur wenige wirklich in seiner Essenz verstehen. Und es ist dieses Prinzip, das wir in den nächsten Abschnitten dieses Videos eingehend erforschen werden. Machen Sie sich bereit für einen Paradigmenwechsel. Was Sie jetzt lernen werden, wird nicht nur Ihre Manifestationen beschleunigen, sondern auch Ihr Verständnis davon, wie die Realität erschaffen wird, völlig verändern. Sind Sie bereit, den nächsten Schritt auf Ihrer Manifestationsreise zu tun?
Los geht's! Das wahre Geheimnis von Neville Goddard, über das viele lesen, aber nur wenige wirklich verstehen, ist das Konzept des Geschenkes Gottes. Dies ist der Schlüssel, der die Tür zu schnellen und effektiven Manifestationen öffnet. Aber was genau ist damit gemeint? Goddard lehrt uns, dass das Reich Gottes, das wir als die Erfüllung all unserer Wünsche verstehen können, ein Geschenk ist, keine Belohnung. Lassen Sie das für einen Moment auf sich wirken. Sie müssen sich nichts verdienen, denn alles gehört Ihnen bereits rechtmäßig. Das ändert das Spiel völlig, nicht wahr? Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie jeden Wunsch nicht als etwas betrachten würden, das mit viel Mühe erreicht werden muss, sondern als etwas, das Ihnen bereits gehört und das Sie einfach einfordern. Das ist ein radikaler Wechsel der Perspektive. Aber wie kommen wir an dieses Geschenk heran? Wie können wir das, was uns bereits gehört, einfordern? Hier kommen das Gesetz und der Gebrauch der Vorstellungskraft ins Spiel. In jedem Moment formt Ihre Vorstellungskraft Ihre Realität. Das ist keine Metapher oder ein abstraktes Konzept. Nach Goddards Lehren ist es eine wörtliche Tatsache. Jeder Gedanke, jedes geistige Bild, jede Empfindung, die Sie in Ihrem Geist hervorrufen, erschafft buchstäblich Ihre Lebenserfahrung. Das Geheimnis liegt also darin, dass Sie lernen, Ihre Vorstellungskraft absichtlich zu kontrollieren. Es geht nicht darum, etwas zu erzwingen oder zu bekämpfen, sondern darum, Ihre Vorstellungskraft gezielt und bewusst zu lenken. Stellen Sie sich das wie einen Kinoprojektor vor. Ihr Geist ist der Projektor, und die Welt um Sie herum ist die Leinwand. Was Sie innerlich projizieren, manifestiert sich im Äußeren. Die Frage ist, welchen Film wollen Sie projizieren? Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit, Filme der Angst, des Zweifels und der Begrenzung zu projizieren, und wundern sich dann, dass ihre Realität diese Dinge widerspiegelt. Aber wenn Sie erkennen, dass Sie die Kontrolle über den Projektor haben, ändert sich alles. Bei der bewussten Nutzung der Vorstellungskraft geht es nicht darum, zu fantasieren oder zu träumen. Es geht darum, sich in einen geistigen Zustand zu versetzen, in dem man seinen Wunsch so erlebt, als wäre er bereits real. Es geht darum, die Freude, die Dankbarkeit und die Erfüllung zu spüren, die mit der Manifestation Ihres Wunsches einhergehen würden. Und hier ist der entscheidende Punkt. Wenn Sie in diesen Zustand eintreten, bitten oder betteln Sie das Universum nicht an. Du richtest dich einfach auf das aus, was dir bereits gehört. Du nimmst dein göttliches Geschenk in Anspruch. Damit entfällt der ganze Kampf, die ganze Anspannung, die ganze Anstrengung, die viele Menschen mit Manifestation in Verbindung bringen. Denn wenn Sie dieses Prinzip wirklich verstehen und anwenden, erkennen Sie, dass es nichts zu überwinden gibt. Es gibt nur zu akzeptieren und zu empfangen. Dies ist die wahre Essenz von Goddards Lehren. Es ist das Geheimnis, das Manifestationen beschleunigt, weil es alle Blockaden und Widerstände beseitigt, die normalerweise den Prozess verlangsamen. In den nächsten Abschnitten werden wir genau untersuchen, wie man dieses Prinzip in der Praxis anwendet. Wie Sie Ihre Vorstellungskraft bewusst und absichtlich einsetzen, um sich mit Ihren Wünschen in Einklang zu bringen. Und das Wichtigste, wie Sie dies mühelos und ohne Anstrengung tun können, indem Sie einfach das Geschenk annehmen, das Ihnen bereits gehört. Machen Sie sich bereit für eine neue Art des Manifestierens. Ein Weg, der sowohl mächtiger als auch einfacher ist als alles, was Sie bisher erlebt haben. Goddards Geheimnis ist im Begriff, Ihre Realität zu verändern. Lassen Sie uns tiefer in das grundlegende Konzept der Lehren von Neville Goddard eintauchen. Bewusstseinszustände. Dies ist ein mächtiges Konzept, das, wenn es verstanden und angewandt wird, Ihre Fähigkeit zur Manifestation völlig revolutionieren kann. Nach Goddard besteht die Welt aus unendlich vielen Bewusstseinszuständen. Stellen Sie sich die Welt als einen riesigen kosmischen Kleiderschrank vor, voll mit verschiedenen Kleidern. Jedes Outfit steht für einen anderen Seinszustand, reich, gesund, geliebt, erfolgreich und so weiter. Der Zauber liegt darin, dass Sie sich zwischen diesen Zuständen bewegen und den gewünschten Zustand so annehmen können, als wäre er bereits Ihr eigener. Aber was bedeutet das in der Praxis? Nun, lassen Sie uns das anhand einiger konkreter Beispiele untersuchen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten bei Ihrer Arbeit befördert werden. Anstatt sich diese Beförderung nur zu wünschen oder zu visualisieren, möchte ich,
dass Sie etwas anderes tun. Schließen Sie für einen Moment die Augen und fühlen Sie wirklich, wie es wäre, befördert zu werden. Wie würde es sich anfühlen, morgens aufzuwachen und zu wissen, dass Sie diese neue Position haben? Wie würde Ihr Weg zur Arbeit aussehen? Wie würden Sie sich in Besprechungen verhalten? Spüren Sie das Selbstvertrauen in Ihrer Körperhaltung, den Stolz auf Ihre Leistungen, die Genugtuung, für Ihre harte Arbeit anerkannt zu werden? Erleben Sie diese Empfindungen, als ob die Beförderung bereits stattgefunden hätte. Bei dieser Übung versetzen Sie sich in den Bewusstseinszustand von jemandem, der bereits befördert wurde. Sie wünschen oder hoffen nicht nur, Sie sind es. Und es ist dieses Sein, das Ihre Schwingung verändert und diese Realität in Ihr Leben holt. Ich werde eine wahre Geschichte erzählen, die dieses Prinzip perfekt veranschaulicht. Ich traf eine Frau, nennen wir sie Maria, die davon träumte, ihr eigenes Beratungsunternehmen zu haben. Sie hatte die Fähigkeiten, fühlte sich aber immer unsicher, den Schritt zu wagen. Eines Tages, nachdem sie sich über Goddards Bewusstseinszustände informiert hatte, beschloss Maria, ein Experiment durchzuführen. Sie begann, ihren Tag so zu leben, als ob sie bereits eine erfolgreiche Beraterin wäre. Sie stand früher auf, kleidete sich so, als würde sie zu wichtigen Meetings gehen, obwohl sie von zu Hause aus arbeitete, organisierte ihren Tag wie eine Unternehmerin und, was am wichtigsten war, nahm die Denkweise von jemandem an, der in seinem Bereich erfolgreich ist. Zunächst wirkte das seltsam, fast so, als würde sie sich verstellen. Doch im Laufe der Tage geschah etwas Unglaubliches. Ihre Körperhaltung änderte sich, ihr Selbstvertrauen nahm zu, und sie begann, selbstbewusster über ihre Ideen zu sprechen. In weniger als einem Monat bat ein ehemaliger Arbeitskollege sie um professionellen Rat. Dies wurde zu ihrem ersten zahlenden Kunden. Innerhalb von 6 Monaten hatte Maria eine Warteliste von Kunden und kündigte ihren alten Job. Was ist hier passiert? Maria hat nicht zuerst ihre äußeren Umstände geändert. Sie änderte ihren inneren Bewusstseinszustand. Sie nahm den Zustand einer erfolgreichen Beraterin an, bevor es irgendwelche äußeren Anzeichen dafür gab. Und die äußere Welt organisierte sich einfach neu, um diesem neuen inneren Zustand zu entsprechen. Das ist die Macht der Bewusstseinszustände. Es geht nicht darum, sich zu verstellen oder sich selbst zu täuschen. Es geht darum, ihr inneres Wesen mit der Realität in Einklang zu bringen, die sie erleben möchten. Und jetzt kommt der mächtigste Teil. Sie brauchen nicht zu wissen, wie es geschehen wird. Sie brauchen nicht jeden Schritt zu planen. Indem Sie den gewünschten Bewusstseinszustand einnehmen, aktivieren Sie Kräfte, die jenseits Ihres bewussten Verständnisses liegen. Es ergeben sich Gelegenheiten, Menschen tauchen auf, und die Umstände fügen sich in einer Weise zusammen, die Sie niemals hätten planen können. Welchen Bewusstseinszustand wollen Sie also annehmen? Welche Kleidung aus der kosmischen Garderobe möchten Sie tragen? Schauen wir uns eine wirkungsvolle Visualisierungstechnik an, mit der Sie die besprochenen Prinzipien in die Praxis umsetzen können. Diese Technik ist besonders wirkungsvoll, wenn Sie sie vor dem Schlafengehen anwenden, da Ihr Unterbewusstsein zu dieser Zeit besonders aufnahmefähig ist. Hier ist eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung. Machen Sie sich bettfertig. Suchen Sie sich eine bequeme Position im Bett. Atmen Sie ein paar Mal tief durch, um Ihren Körper zu entspannen und Ihren Geist zu beruhigen. Visualisieren Sie, was Sie wollen. Schließen Sie die Augen und malen Sie sich im Geiste aus, was Sie manifestieren möchten. Wenn Ihr Ziel zum Beispiel ein neues Haus ist, stellen Sie sich vor, wie Sie die Tür zu diesem Haus öffnen, es betreten, die Wände berühren und den Geruch eines neuen Zuhauses riechen. Fügen Sie sinnliche Details hinzu. Je mehr Details Sie einbeziehen können, desto besser. Welche Farben sehen Sie? Welche Geräusche hören Sie? Vielleicht Vogelgezwitscher im Garten oder der leise Klang von Musik aus einem Zimmer. Welche Texturen fühlen Sie? Das weiche Gefühl des Teppichs unter Ihren Füßen oder die glatte Oberfläche des Küchentischs. Spüren Sie die Gefühle. Das ist der entscheidende Teil. Es reicht nicht aus, die Szene nur zu sehen, Sie müssen sie auch fühlen. Erlauben Sie sich, die Freude, die Dankbarkeit und die Zufriedenheit darüber zu erleben, dass Sie bereits haben, was Sie wollen. Spüren Sie das Gefühl der Erfüllung, der tiefen Zufriedenheit. Je intensiver das Gefühl ist, desto stärker ist die Manifestation.
Bleiben Sie in dieser Szene. Bleiben Sie mindestens 5 bis 10 Minuten in dieser Visualisierung. Wenn Ihre Gedanken abschweifen, bringen Sie sie sanft zurück in die Szene. Durch ständiges Üben wird Ihre Fähigkeit, den Fokus aufrecht zu erhalten, verbessert. Wiederholen Sie die Affirmationen. Während Sie sich noch in diesem erhöhten emotionalen Zustand befinden, wiederholen Sie ein paar Affirmationen, die mit Ihrer Manifestation zusammenhängen. Zum Beispiel: Ich bin dankbar für mein schönes neues Haus, ich verdiene und akzeptiere diese Fülle in meinem Leben, in diesem Haus zu leben bringt mir jeden Tag Frieden und Freude. Schlafen Sie in diesem Zustand ein. Idealerweise sollten Sie einschlafen, während Sie sich noch in diesem erhöhten Bewusstseinszustand befinden. So kann Ihr Unterbewusstsein weiter an der Manifestation arbeiten, während Sie schlafen. Denken Sie daran, dass es hier nicht nur darum geht, zu visualisieren, sondern auch zu fühlen. Sie erschaffen eine vollständige sensorische und emotionale Erfahrung, so als ob Sie Ihren Wunsch wirklich erleben würden, der in Erfüllung geht. Üben Sie diese Technik konsequent jede Nacht. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass es nicht nur leichter wird, in diesen Zustand zu gelangen, sondern auch, dass sich Ihre äußere Realität mit Ihren inneren Visualisierungen in Einklang zu bringen beginnt. Ein letzter Tipp: Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie einschlafen, bevor Sie die gesamte Visualisierung abgeschlossen haben. Allein die Tatsache, dass Sie diesen Prozess vor dem Einschlafen beginnen, hat bereits eine große Wirkung. Was wirklich zählt, sind Ihre Absicht und die Emotionen, die Sie hervorrufen. Diese nächtliche Visualisierungstechnik ist ein mächtiges Werkzeug, um Ihre Wünsche zu manifestieren. Kombiniert mit dem Verständnis von Bewusstseinszuständen, das wir zuvor besprochen haben, schaffen Sie eine wirksame Formel, um Ihre Träume in die Realität umzusetzen. Denken Sie daran, dass Sie nicht bitten oder warten. Sie nehmen den Zustand an, in dem Sie bereits empfangen haben. Und in diesem Zustand der Dankbarkeit und Akzeptanz geschieht die wahre Magie. Betrachten wir einen tiefgreifenden und transformativen Aspekt der Lehren von Neville Goddard: die Verbindung zwischen Manifestation und spiritueller Entwicklung. Dieses Verständnis kann unsere Manifestationspraxis von einem einfachen Akt des Dinge-bekommen zu einer Reise der Selbstverwirklichung und göttlichen Vereinigung erheben. Rechtfertigung und Verherrlichung sind zwei grundlegende Konzepte auf dieser spirituellen Reise. Rechtfertigung bedeutet, dass ihnen bereits vergeben wurde und sie frei von jeglichem Fehlverhalten sind. Dies ist ein befreiendes Konzept, das uns von der Last der Schuld, der Scham oder des Gefühls der Unzulänglichkeit befreit. Es bedeutet, dass wir das, was wir uns wünschen, nicht verdienen müssen. Wir sind bereits würdig, einfach dadurch, dass wir existieren. Die Verherrlichung hingegen ist der Moment, in dem man sich seines Einsseins mit Gott voll bewusst wird. Es ist der Höhepunkt der spirituellen Verwirklichung, wo sie erkennen, dass sie nicht vom Göttlichen getrennt sind, sondern ein Ausdruck davon sind. Was hat das nun mit der Kraft der Imagination und der Manifestation zu tun? Jedes Mal, wenn Sie sich durch die Vorstellungskraft in einen neuen Geisteszustand versetzen, üben Sie im Grunde genommen, eine andere Version von sich selbst zu sein. Du erforschst verschiedene Aspekte deines Wesens, erweiterst dein Bewusstsein und kommst so der Verwirklichung deiner wahren göttlichen Natur näher. Wenn Sie etwas in Ihrem Leben durch Vorstellungskraft manifestieren, erschaffen Sie nicht einfach etwas Neues. Sie entdecken und drücken einen Teil von sich selbst aus, der schon immer existiert hat, dem Sie sich aber vielleicht vorher nicht bewusst waren. Jede erfolgreiche Manifestation ist ein lebendiger Beweis für Ihre angeborene schöpferische Kraft, die im Grunde die gleiche schöpferische Kraft ist wie das Universum oder Gott. So wird der Prozess der Manifestation zu einer Reise der Selbstentdeckung und der spirituellen Entwicklung. Es geht nicht nur darum, materielle Dinge zu erlangen, sondern auch darum, Ihr Bewusstsein zu erweitern und sich mehr und mehr mit Ihrer göttlichen Natur in Einklang zu bringen. Wenn Sie zum Beispiel finanziellen Reichtum manifestieren, verdienen Sie nicht einfach nur mehr Geld. Sie richten sich auf den Bewusstseinszustand von jemandem aus, der im Überfluss lebt, was letztlich ein Aspekt Ihrer göttlichen Natur ist. Wenn du eine liebevolle Beziehung manifestierst, richtest du dich auf den Zustand aus, bedingungslos geliebt zu werden, was ein weiterer Aspekt deiner göttlichen Natur ist. Jeder neue geistige Zustand, den du durch deine Vorstellungskraft annimmst, ist wie das Öffnen eines neuen Fensters in deinem Bewusstsein, das dir erlaubt, mehr von dem riesigen Panorama dessen zu sehen, was du wirklich bist.
Und je mehr du dich darin übst, desto näher kommst du der Erkenntnis, dass du in Wirklichkeit die Manifestation Gottes bist. Diese Erkenntnis bringt ein tiefes Gefühl von Frieden und Kraft. Sie beginnen zu erkennen, dass sie nichts im Außen erreichen müssen. Alles, was sie sich wünschen, ist bereits in ihnen vorhanden. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, es zu erkennen und auszudrücken. Daher wird jeder Akt der Manifestation zu einem heiligen Akt der Selbstverwirklichung. Sie verändern nicht nur ihre äußeren Umstände, sondern sie entwickeln sich spirituell weiter und kommen der Verwirklichung ihrer wahren göttlichen Natur immer näher. Das ist die wahre Kraft der Vorstellungskraft, nicht nur als Werkzeug zur Manifestation von Wünschen, sondern als Weg zur spirituellen Erleuchtung. Indem sie sich in bewusster Manifestation üben, üben sie tatsächlich, Gott in Aktion zu sein, ihre göttliche Schöpferkraft zum Ausdruck zu bringen und sich mehr und mehr auf ihre wahre Natur auszurichten. So wird die Reise der Manifestation zu einer Reise der Erinnerung daran, wer sie wirklich sind, jenseits aller Begrenzungen, die sie über sich selbst geglaubt haben mögen. Es ist ein Prozess des Erwachens zu deiner wahren Natur als einzigartiger und kraftvoller Ausdruck des Göttlichen. Jetzt möchte ich, dass Sie einen Moment innehalten. Nimm einen Stift und Papier zur Hand oder öffne die Notizen auf deinem Handy. Schreiben Sie die folgende Frage auf: Welche Realität möchte ich manifestieren? Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um wirklich darüber nachzudenken. Schränken Sie sich nicht ein. Seien Sie mutig mit Ihren Wünschen. Denken Sie daran, dass Sie ein göttliches Wesen mit unbegrenzter schöpferischer Kraft sind. Nach dem Schreiben möchte ich Sie ermutigen, sich in den Kommentaren unter diesem Video mitzuteilen. Und warum? Weil das Erklären Ihres Wunsches der erste kraftvolle Schritt ist, um ihn zu verwirklichen. Indem Sie ihn äußern, bekräftigen Sie Ihre Absicht gegenüber dem Universum. Darüber hinaus kann Ihre Erklärung andere inspirieren, und Sie können Unterstützung und Ermutigung von unserer Gemeinschaft erhalten. Denken Sie daran, dass es keinen Wunsch gibt, der zu klein oder zu groß ist. Jeder Wunsch ist ein Samen des göttlichen Potenzials in Ihnen, der darauf wartet, zu erblühen. Jetzt möchte ich Ihnen eine Frage stellen, die Ihre Perspektive verändern könnte. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie in diesem Moment bereits etwas manifestieren? Was glauben Sie, was es ist? Denken Sie einen Moment lang darüber nach. Betrachten Sie Ihr gegenwärtiges Leben. Ihre Lebensumstände, Ihre Beziehungen, Ihre Gesundheit, Ihre Finanzen. All das ist eine Manifestation Ihrer vorherrschenden Gedanken, Überzeugungen und Bewusstseinszustände. Vielleicht manifestieren Sie Reichtum, ohne sich dessen bewusst zu sein, oder vielleicht manifestieren Sie Herausforderungen, die Ihnen helfen zu wachsen. Vielleicht manifestieren Sie eine Beziehung, die genau das widerspiegelt, was Sie über sich selbst denken. Die Frage ist, sind Sie sich dessen bewusst, was Sie manifestieren? Und, was noch wichtiger ist, sind Sie damit glücklich? Wenn die Antwort Nein lautet, denken Sie daran, Sie haben die Macht, sich zu ändern. Dieselbe Kraft, die Ihre gegenwärtige Realität manifestiert hat, kann auch eine neue manifestieren. Alles beginnt mit Bewusstheit und der bewussten Entscheidung für eine neue Geisteshaltung. Ich lade Sie ein, darüber nachzudenken und Ihre Erkenntnisse in den Kommentaren mitzuteilen. Was haben Sie entdeckt, dass Sie manifestieren? Und was würden Sie gerne von jetzt an manifestieren? Wir sind am Ende dieser ausführlichen Erkundung der Lehren von Neville Goddard angelangt, aber in Wahrheit ist dies erst der Anfang Ihrer Reise der bewussten Manifestation. Das wahre Geheimnis, das Neville mit uns geteilt hat, besteht nicht nur darin, sich etwas zu wünschen, sondern zu glauben. Wirklich zu glauben, dass der Wunsch bereits in Ihnen steckt. Diese Veränderung der Perspektive ist revolutionär. Wenn Sie verstehen und verinnerlichen, dass alles, was Sie sich wünschen, bereits in Ihnen existiert, dass Sie bereits die Version von sich selbst sind, die das besitzt, was Sie sich wünschen, geschieht etwas Magisches. Die Welt um Sie herum beginnt sich zu verändern. Denken Sie daran, Ihre äußere Realität ist nur ein Spiegelbild Ihres inneren Zustands. Wenn du deinen Bewusstseinszustand änderst, wenn du den Zustand annimmst, dass du bereits hast, was du willst, hat das Universum keine andere Wahl, als sich neu zu organisieren, um diese neue Realität widerzuspiegeln. Sie bitten das Universum nicht darum. Du erklärst es. Sie warten nicht darauf,
dass etwas geschieht. Sie erkennen an, dass es bereits geschehen ist. Das ist die wahre Essenz der Macht, die sie besitzen. Wenn dieses Video dir Klarheit und Inspiration gebracht hat, wenn du spürst, dass etwas in dir erwacht ist, lade ich dich ein, dich unserer Gemeinschaft der bewussten Schöpfer anzuschließen. Abonnieren Sie diesen Kanal, schalten Sie die Benachrichtigungen ein und mögen Sie dieses Video. Damit erklärst du dem Universum: Ja, ich bin bereit, die Realität meiner Träume zu erschaffen. In den nächsten Videos werden wir noch tiefer in diese kraftvollen Techniken eintauchen und praktische Möglichkeiten erforschen, diese Prinzipien in allen Bereichen deines Lebens anzuwenden. Beziehungen, Karriere, Gesundheit, finanzieller Wohlstand und vieles mehr. Denken Sie immer daran: Sie sind der Schöpfer Ihrer eigenen Realität. Es gibt keine Grenzen für das, was Sie manifestieren können, außer denen, die Sie sich selbst auferlegen. Entfesseln Sie also Ihre Vorstellungskraft, nehmen Sie den Zustand Ihres verwirklichten Wunsches an und beobachten Sie, wie sich die Welt nach Ihrer Vision formt. Danke, dass Sie diesen Moment mit mir geteilt haben. Bis zum nächsten Video. Stellen Sie sich weiter vor, glauben Sie weiter, seien Sie weiterhin die höchste Version von sich selbst. Denn so erschafft ihr das Leben eurer Träume. Vielen Dank und bis bald.